miteinander, ich bin der Peter Trachsel und bewirtschafte im aargauischen Seeon zusammen mit meiner Frau Nicole einen 27 Hektar Milchwirtschaftsbetrieb. Wir betreiben Vollweide mit einer saisonalen Abkalbung. Abkalbezeitpunkt ist Februar und März. So ist es uns möglich, möglichst viel Milch direkt von der Weide zu produzieren. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ein Kurzrasenweidesystem auf unserem Betrieb unter Biobedingungen funktioniert. Weiden ist ein sehr effizientes System. Viele Kühe in der Schweiz sind auch auf der Weide. Wenn man anschaut, 85% rund von den Betrieben bei der Milchproduktion völlig raus. Aber wenn ich durch die Landschaft fahre, sehe ich einfach, dass das noch viel Potenzial hat. Wir sehen eigentlich viel zu viele Kühe, die im alten Gras stehen, also die Futterqualität nicht mehr stimmt. Ein effizientes Weidesystem und ein gutes Weidemanagement ist für BioSuisse auch darum wichtig, weil ab 2022 100% Schweizer Knospenfutter muss eingesetzt werden bei den Wiederkäuern. Wichtig bei der Kurzrasenweide ist ein möglichst früher Weidebeginn, ein hoher Weidedruck, das heisst, das Gras sollte nie mehr als 4 bis 6 cm hoch sein und eine gute Versorgung mit Nährstoffen. Das ergibt eine sehr dichte Grasnarbe mit wenig Unkrautdruck, eine gute Triebfestigkeit, dass wir eigentlich fast bei jedem Wetter weiden können. Und die gute Nährstoffversorgung sorgt für eine hohe Flächenleistung. Eine gute Kurzrasenweide führen heisst immer eine ideale Grashöhe zu haben. Die ist im Frühling ein bisschen tiefer, irgendwo zwischen 6 und 7 cm. Und nachher steigt das ein bisschen im Sommer, darf das ruhig ein bisschen ansteigen. Wenn wir zu tief gehen, dann wird zwar die Produktivität etwas höher pro Hektar, aber die Kühe werden dann langsam gestresst, weil sie sich nicht mehr vollfressen können. Also die Leistung pro Tier sinkt, die Leistung pro Hektar wird aber immer noch so ein bisschen steigen. Und wenn wir es zu hoch werden, nachher ist die Produktivität ein bisschen tiefer. Also pro Hektar produzieren wir eigentlich weniger Milch. Was wir aber immer sehen müssen, ist eigentlich, dass wir beim Weiden darauf schauen müssen, dass die Kühe gerne Blätter fressen. Also die haben nicht so gerne Stängel. Und wenn ich eben in einer Kurzrasenweide jetzt schaue, dann sehe ich natürlich, das sind nur Blätter. Und da haben wir noch pro Quadratmeter haben wir jetzt da etwa im Bereich von 35'000 Triebe, die da sind. Und wenn ich jetzt das vergleiche mit der Wiese, die immer geschnitten wird, dann sind wir im Bereich von 12'000 Trieben. Also das heisst, da haben wir 3-mal mehr Triebe pro Quadratmeter. Darum ist das auch ganz eine andere Triebfestigkeit, die Bestände hier haben und eine andere Produktivität auf dieser kurzen Höhe, die wir eigentlich hier sehen. Die Flächen auf unserem Betrieb sind eher unhomogen. Das heisst, wir haben schattig feuchte, flachgründige trockene und wellig bis steile Flächen. Um mit Kurzrasenweide diese Flächen zu bewirtschaften, ist es nötig, dass man die Flächen in Koppeln einteilt. Auf die 15 Hektar Kurzrasenweide haben wir 10 Koppeln. Das verhindert, dass Lagerstellen entstehen und die Kühe am gleichen Ort fressen und nur an einem Ort liegen. Dank der Einteilung in einzelne Koppeln und nicht in eine grosse Fläche ist die Weideführung wesentlich einfacher. Es kann nämlich viel schneller reagiert werden, wenn das Gras einen Wachstumsschub hat und man kann eine Koppel rausnehmen und nötigenfalls konservieren oder später wieder dazugeben. Zudem ist die Nährstoffverteilung wesentlich besser, weil die Kühe nicht immer am gleichen Ort liegen und am anderen Ort fressen. Um diese Koppeln zu bestossen, sind Triebwege nötig. Diese Triebwege haben wir auf einen gewachsenen Boden gelegt. Das ist das sogenannte Ekoraster, die nachher mit Sand gefüllt sind. Triebwege sind für unseren Bestand mit 40 bis 50 Tieren rund 1,5 bis 2 Meter breit. Ein ganz wichtiger Faktor beim Weiden ist das Wasser.
Dafür haben wir auf dem grossen Teil der Fläche feste Leitungen eingezogen mit Schächten, wo wir eigentlich nachher die einzelnen Tränke platzieren können. Die Wasserleitungen sind meistens unter den Triebweg eingezogen und so hat es auf der ganzen Fläche verschiedene Entnahmestellen. Die Düngung der Weideflächen passiert heute etwa im Abstand von 4 bis 6 Wochen mit 20 Kubik verdünnter, separierter Gülle mit einem Schleppschlauchverteiler. So fließt die Gülle sehr schnell in den Boden hinein und es ist möglich, nach 3 bis 5 Tagen bereits die einzelnen Schläge wieder zu bestossen. Mit dieser regelmäßigen Düngung haben wir auch jetzt unter Biobedingungen eine sehr gute Nährstoffversorgung von diesen Weideparzellen gewährleisten. Die Kurzrasenweide für unseren Betrieb hat sehr viele Vorteile. Dank der kurzen, dichten Narben haben wir während der ganzen Vegetation eine gleichbleibende Futterqualität. Wir haben ein sehr geringes Risiko für Blähungen und ist eigentlich eher arbeitsextensiv in der Führung, da wir wenig für sie und retour zaunen. Die Kurzrasenweide hat aber auch Nachteile. Und da ist im Speziellen die Anfälligkeit auf Trockenheit. Wir haben wenig Beschattung, da unsere Narbe immer zwischen 4 und 6 cm kurz ist. Und so ist sie natürlich eigentlich viel anfälliger in Trockenperioden. Das Problem mit der Trockenheit lösen wir auf diesem Betrieb mit zusätzlicher Fläche, wo wir im Notfall dazugeben können, wenn es trocken ist, wo wir eigentlich sonst konservieren für den Winter. Zurzeit haben wir auf unserem Betrieb 43 Milchkühe und die entsprechende Aufzucht in einer Herde. Wir haben Kühe, Kreuzungstiere von der Rasse Kiwi Cross, Swiss Fleckvieh, Norwegisch Rotbund und Jersey. Die zeichnen sich durch eine hohe Effizienz beim Weiden aus. Es ist generell so, dass auf der Weide kleine Kühe einen Vorteil haben gegenüber den grossen Kühen, weil die können in der Zeit, die ihnen da zur Verfügung bleibt, müssen uns überlegen, eine Kuh braucht auf der Kurzrasenweide 10 Stunden Fresszeit und die kleinen Kühe können da in dieser Zeit mehr über ihren Erhaltungsbedarf einfressen als die grossen Kühe. Und wenn ich natürlich auch saisonal produziere wie auf diesem Betrieb, dann müssen sie eine hohe Fruchtbarkeit haben. Die Art von Milchviehhaltung mit tiefen Kosten und gesunden Tieren ergeben einen sehr guten Arbeitsverdienst. Wenn man eine Vollweidestrategie fährt, ist es wichtig, dass man gut vernetzt ist. Viel Wissen konnte ich eigentlich übernehmen von der IG Weidemilch, verschiedenen Arbeitskreisen, wo ich tätig bin, und auch Reisen in Länder, wo viel geweidet wird. Irland, Neuseeland, Südengland haben Spuren eigentlich hinterlassen bei mir. Im Rahmen von ProBio wird BioSuisse eine Plattform bieten, für das Erfahrungen Bauern vom Bauer zum Bauer austauscht werden, vor allem jetzt hier in Bezug auf Weidesystem und Verbesserung des Weidemanagements. Das Vollweidesystem kann ich eigentlich jedem empfehlen. Es bietet uns und den Kühen sehr viel Lebensqualität.